Guten Abend, ich begrüße Sie alle zum Ginkgo Award 2021. In Berlin haben sich führende Kräfte der Comic-Gesellschaft aus Deutschland und den restlichen deutschsprachigen Gebieten getroffen, um den Ginkgo Award 2021 zu verleihen. Unter den Ausgezeichneten sind hochrangige ZeichnerInnen genauso wie neue, frische Kräfte und NachwuchskünstlerInnen. Wir schalten nun live ins Internet, um uns ein Bild der Lage zu machen. Hallo, Servus und Moin Moin zum Ginkgo Award 2021, dem German Inclusive Independent Comic Preis. Für Manga, Comics, Doujinshi, formatübergreifende, unabhängige, genre-unspezifische Comics und mehr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder verschiedene Preiskategorien für euch, die ihr vielleicht schon durch die Shortlist-Nominierungen euch angeguckt habt. Und wir werden jetzt die GewinnerInnen küren bzw. präsentieren im Laufe der nächsten Stunde. Eigentlich sollte die Preisverleihung ja wieder auf einem Festival stattfinden oder einer Comic-Con. Auch das ist leider 2021 nicht möglich, denn wir sind immer noch in einer Pandemie. Aber wir wollten euch trotzdem eine Art von Preisverleihung irgendwie präsentieren und deswegen gibt es jetzt wieder ein Video. Dieses Video läuft auch quasi live im Online-Programm des Comic Festivals Comic Invasion Berlin, dem Comic Festival aus der Hauptstadt, und ihr könnt das live auf YouTube gucken oder auch später nochmal nachschauen. Checkt auf jeden Fall comicinvasion.de, denn da gibt es noch viel mehr zu entdecken, zum Beispiel eine kleine digitale Artist Alley. Wir, das ist ein unabhängiger Zusammenschluss aus Comic-Enthusiastinnen, das ist die Comic Solidarity, das feministische Comic-Netzwerk und. Wir organisieren den Ginkgo auch dieses Jahr wieder aufgrund von Spenden. Wir haben wieder einiges an Spenden sammeln können, aber es ist natürlich noch nicht langfristig gesichert, weil wir jedes Jahr aufs Neue sammeln. Das könnt ihr natürlich auch weiterhin unterstützen. Alles dazu findet ihr auf ginkgo-award.de, wo wir dann auch nochmal ausführlich die GewinnerInnen vorstellen werden. Aber jetzt erstmal zu den Comics. Auch dieses Jahr haben wir natürlich wieder zahlreiche Einreichungen bekommen. Man könnte fast sagen, die Comic-Szene aus dem deutschsprachigen Raum, die blüht trotz oder während oder weil der Pandemie so richtig auf. Es gibt viel zu entdecken, es war wieder viel Neues dabei und unser Komitee hatte es reichlich schwer, sich zu entscheiden. Unser Komitee. Auch dieses Jahr haben wir wieder versucht, ein möglichst breites Komitee aufzustellen mit Leuten, die fachkompetent sind, die interessiert sind, die aus allen Ecken und Enden der deutschen Comic-Szene kommen. Und jetzt möchte ich euch mal kurz erklären, wer das so alles ist. Zum Beispiel ist dabei Christina Germann. Christina ist in der Comic-Szene super aktiv, Illustratorin und Comiczeichnerin, arbeitet mit einem Schwerpunkt auf historische Stoffe und Abenteuergeschichten, zum Beispiel im Eisland. Dafür hat sie den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen und 2021 kam ihre neue Graphic Novel Bloody Mary heraus. Christina Germann ist von Geburt an praktisch taub und nutzt Cochlea-Implantate. Auch Teil des diesjährigen Preiskomitees ist die Forscherin Vanessa Osser. Als Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Comicforschung Comfor hat sie unter anderem deren Jahrestagung letztes Jahr organisiert. Und ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt beschäftigt sich aktuell mit Comic-Fans und deren partizipativen Praktiken im Bereich von populärer Comickultur. Auch der Journalist Markus Pfalzgraf ist dieses Jahr Teil unseres Preiskomitees. Neben seiner Tätigkeit der Politikberichterstattung als Journalist für den SWR schreibt er für verschiedene Medien zum Thema Comics. Dabei vor allem über queere Identitäten und andere Aspekte von Vielfalt. Aber auch als Organisator der Stuttgarter Comic-Tage, den Comic UU, hilft er, die Comic-Landschaft zu vergrößern. Die Berliner Künstlerin Büke Schwarz studierte an der UDK Berlin und der UAL London Kunst mit den Schwerpunkten Malerei und Grafik. Zusätzlich erwarb sie einen Master in Gestaltung an der HBK Saar mit dem Schwerpunkt sequentielle Bilderzählung. Ihr Debütcomic Jein beim Jaja Verlag 2020 erschienen, bekam sofort unseren Ginkgo Award für bester Langcomic und deswegen freuen wir uns sehr, dass Büke dieses Jahr Teil unseres Preiskomitees ist. Um das Preiskomitee 2021 zu vervollständigen, haben wir noch Ali Schwarzer gewinnen können. Bereits während seines Studiums der Medien und Kommunikation sowie African Studies beschäftigte er sich mit Meinungsfreiheit und Cartoons im Kontext von südafrikanischen
Apartheid-Gesellschaften. Für das Online-Magazin Über Medien schreibt er in unregelmäßigen Abständen über Rassismus in deutschen Medien. So, und jetzt geht's endlich los mit den Preisen und den preisgekrönten Comics. Seid ihr bereit? Cool. Wir fangen an mit besonders schönen Comics, die dem Preiskomitee am Herzen liegen, die es aber nicht in die Hauptkategorie geschafft haben, aber trotzdem irgendwie doch ausgezeichnet werden müssen. Den sogenannten Herzenscomics. 2 an der Zahl konnten da bestimmt werden und das erste ist Life in Pixels von Seda Demiris. Hi, vielen Dank für den Ginkgo Award für Life in Pixels. Ich freue mich riesig drüber. Life in Pixels hat 3 Kapitel, 2 sind schon fertig und mit dem Award nehme ich jetzt ganz viel Motivation mit, das 3. Kapitel noch zu Ende zu machen. Vielen Dank an die Jury, vielen Dank an alle, die es gelesen haben und noch lesen werden. Genau. Bis später. Genau so war es. Wie toll. Das dachte ich die ganze Zeit, während ich Life in Pixels gelesen habe. Life in Pixels, so heißt der Webcomic der Autorin und Künstlerin Seda Demiris über das Leben und Aufwachsen in einer sich digitalisierenden Welt. Auf Instagram entführt sie uns 2-mal pro Woche auf eine schöne Reise in die Vergangenheit mit all ihren Faszinationen, Neuentdeckungen und Erlebnissen rund um die Zeit, als das Internet wirklich noch Neuland war. Mit Präzision weckt die Künstlerin ein wohliges Gefühl der Nostalgie. Daneben beeindruckt Seda Demiris mit der hohen Diversität der Charaktere, die mit viel Liebe zum Detail gezeichnet sind. Diese Kombination aus Diversität und Charakterbeschreibung macht es einfach zu einem großen Vergnügen, die 5 Personen bei ihren täglichen Erlebnissen zu begleiten. Sowohl die englische Sprache als auch der reduzierte Zeichenstil mit dicken Strich passen sehr gut zu dieser Zeit des Aufbruchs in eine digitale Zukunft. Der Stil erleichtert zudem das Lesen auf Tablet und Smartphone. Mit selbstreflektierten Witz lässt die Künstlerin den Comic im Web erscheinen und gibt ihm damit genau die richtige Plattform. Und weil ich es kaum mehr erwarten kann, bis der nächste Comic erscheint, ist Life in Pixels mein Herzenscomic beim Ginkgo Award 2021. Herzlichen Glückwunsch, Seda! Life in Pixels! Herzlichen Glückwunsch für Life in Pixels, auch von meiner Seite. Super cooler Comic, checkt ihn aus, könnt ihr machen auf Instagram und im Internet. Und noch ein zweiter Comic hat die Herzen unseres Preiskomitees besonders erwärmt. Und zwar geht noch ein kleiner Shoutout an Das Unbehagen des guten Menschen von Noel Kröger. Herzlichen Glückwunsch! Beim alternativen deutschen inklusiven Independent Comic Preis beim Ginkgo Award 2021 gibt es auch diesmal wieder die Möglichkeit, einzelne besondere Comics mit einem Spezialpreis auszuzeichnen. Und einer geht an Das Unbehagen des guten Menschen von Noel Kröger. Zunächst fällt auf, dass dieser Comic im Eigenverlag erschienen ist, dass Noel Kröger ihn selbst herausgebracht hat. Und das, was sie da herausgebracht hat, ist ein absolut überzeugender, sehr kompletter Comic von Anfang bis Ende. Was ihn auch besonders macht, das sind die anthropomorphen Charaktere. Hier wird mit Figuren eine zunächst verworren wirkende Geschichte erzählt, die wie Menschen wirken, aber entsprechend ihrer jeweiligen Gruppe mit unterschiedlichen Tieren dargestellt sind. Das trägt in einer ohnehin schon ziemlich abgefahrenen Geschichte vielleicht noch zusätzlich ein bisschen zur Verfremdung bei. Und Verfremdung ist auch ein gutes Stichwort, denn hier werden einige literarische, aber auch kulturelle, popkulturelle Anleihen genommen und Zitate verwendet, allen voran Bertolt Brecht, auf dessen Gute Menschen diese Geschichte basiert. Hier wird aber nicht einfach Bertolt Brecht zitiert, sondern gemixt mit
Judith Butler beispielsweise, der queer-feministischen Theoretikerin. Und es werden aber auch andere zitiert, Goethe beispielsweise oder Björk. Das wird sehr, sehr interessant und collagenartig gemacht, mit Zitaten und Anleihen, die zunächst vielleicht nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, aber dann doch in der Gesamtheit ein organisches Ganzes ergeben. Ja, und in dieser Collage baut die Zeichnerin und Autorin Noelle Kröger eine in sich geschlossene Handlung auf. Es ist die Geschichte um eine mysteriöse Ladenbesitzerin mit etwas unklarer Herkunft. Es geht um einen obskuren Kriminalfall, der in einem Prozess aufgearbeitet wird, der so ein bisschen die Rahmenhandlung darstellt. Und dieser Prozess wird auch sehr originell immer wieder dargestellt, mit teils sehr länglichen Bildern, mit schrägen, verzerrten Perspektiven und mit einer wechselnden, je nach Situation und Szene, immer wieder angepassten Panel-Aufteilung. Themen, um die es dabei geht, sind vielleicht Freundschaft, Nachbarschaft, Vertrauen, Misstrauen, Fremdsein oder vielleicht besser fremdgemacht werden. Auch Geschlechterfragen und Crossdressing kommen zur Geltung als Themen. Und vielleicht will ich auch gar nicht mehr von der Geschichte verraten, weil sonst vielleicht zu viel vorweggenommen würde. Und vielleicht möchte der eine oder die andere ja auch noch den Comic selbst besorgen. Zunächst, wie gesagt, bei der Künstlerin, bei Noelle Kröger selbst. Aber wer weiß, vielleicht ja auch irgendwann in einem Verlag. Und damit kommen wir zu den großen Kategorien, den Hauptkategorien, was sage ich, den einzig wahren Kategorien. Das Witzige ist, es sind gar nicht die einzig wahren Kategorien, denn jedes Jahr wechseln die Kategorien mit dem Preiskomitee. Die können sich komplett neue Kategorien auswählen, können die vom letzten Jahr nehmen, können mix und matchen, wie sie wollen. 4, 5, 10, 8, 2, 1, wie sie möchten. Dieses Jahr haben sie sich für 4 entschieden und die erste ist Bester Comic für junge LeserInnen. Und die Nominierten sind Der Geburtstag von Thilo Krapp und Kami Wallner. Haus Nummer 8, Eine farblose Familie von Patrick Wirbeleit und Sascha Wüstefeld. Selma tauscht Sachen, Hundeleben von Martin Baltscheid und Anne Becker. Toni und Charlie, 2 Schwestern und der Rest der Welt von Markus Repp. Und Ulf und das Rätsel um die Neue von Tanja Esch. Und der Ginkgo Award 2021 in der Kategorie Comics für junge LeserInnen geht an Der Geburtstag von Thilo Krapp und Kami Wallner. Herzlichen Glückwunsch. Hi Ginkgo Award. Vielen Dank für diese Auszeichnung. Ich freue mich wirklich sehr und gerade weil diese Geschichte eine sehr, sehr lange Vorgeschichte hat und bei vielen Verlagen abgelehnt wurde und sehr, sehr unangenehme Erfahrungen bei Verlagen damit verbunden sind. Das hilft ein bisschen, das zu heilen. Vielen Dank. In Der Geburtstag, eine Kurzgeschichte von Thilo Krapp, begegne mit dem Schüler Florian, der ohne Einladung auf der kurzen Geburtstagsfeier seines Mitschülers auftaucht. Verkleidet als Prinzessin, denn es gibt kein vorgegebenes Motto, doch er möchte auch noch nicht von diesem Mitschüler sofort als Florian erkannt werden. Mit viel Fangefühl berührt der Comic in Anlehnung an Aschenputtel komplexe Themen wie Gender, Orientierung und Identität, kind- und altersgerecht, in einer simplen, affirmativen Botschaft. Du kannst sein, wer du willst, auch eine Prinzessin, und das ist okay. Thilo Krapp, erzählerisch, ausdrucksstarke, liebevolle Zeichnungen wirken sehr lebendig und vermitteln glaubhaft Unsicherheit und Mut der Hauptfigur. Gerade bei einem Kurzcomic zählt jedes Panel. Und hier lassen sie sich flüssig lesen und vermitteln überzeugend wechselnde Umgebungen. Mit der stimmungsvoll bezaubernden Farbgebung von Kami Wallner wird das Ganze zu einem modernen Märchen mit Happy End.
Als nächste Kategorie haben wir bester Webcomic. Und nominiert sind Dreams von Vakon Satyari, Life in Pixels von Seda Demiris, Madame Fila von Nicole Schuler und Jacek Piotrowski, Queer Comic Conversations von Eli Anna Heger und Sam Orchard, Tears of a Madwoman von Yinfinity, Vernünftig und Vernünftig von Anna Bläser und Tobi Wagner und You von Hongle. Und der Ginkgo Award für besten Webcomic 2021 geht an Hongle mit You. Herzlichen Glückwunsch! Liebe Lee, ich freue mich, dass ich die Laudatio auf den besten Webcomic halten darf. Für den Ginkgo Award 2021 hattest du einen Comic mit dem Titel You eingereicht. In dem geht es um eine Jugendliche mit asiatischem Aussehen, die mit Rassismus aufwächst, aber durch eine beeindruckende Begegnung in der Straßenbahn lernt, dass sie für sich einstehen kann und auch muss. Deine Texte und Zeichnungen gehen eine wunderbare Symbiose ein. Du erzählst immer gerade so viel, dass die Bilder ihre volle Wirkung entfalten können. Die Anordnung deiner Panel entscheidet darüber, wie schnell du deine Geschichte erzählst. Ein Schlagabtausch in der Straßenbahn wird sehr dicht gedrängt gezeichnet, während du Isolationen oft mit sehr viel Weißraum darstellst. Besonders beeindruckt hat uns, wie du das Thema des Rassismus in deine Geschichte einwebst, ohne die Leserinnen und Leser zu erschlagen. Das finden wir aus 2 Gründen gut. Erstens kann man die Geschichte auch als betroffene Person lesen, ohne emotional zu sehr ausgelaugt zu werden. Und zweitens bleibt so noch viel Platz für die Entwicklung deiner Protagonistin. Aus diesem Grund herzlichen Glückwunsch, liebe Lee. Wir sind bei der dritten Kategorie angelangt und das ist nichts anderes als der beste Kurzcomic 2021, meine lieben Freundinnen und Freunde. Und nominiert sind About a Koi von Wiebke Bolduan, Aquarium von Patou, Hattest du eigentlich schon die Operation von Per Jongeling, Luxplorations, ein Forschungsuniversum von der Universität Luxemburg. Ort 1000% von Franz Süß und White Noise von Lisa Brenner. Und der beste Kurzcomic 2021, prämiert vom Ginkgo Award Preiskomitee, geht an Hattest du eigentlich schon die Operation von Per Jongeling? Herzlichen Glückwunsch! Herausforderungen für Transpersonen gibt es sicherlich nicht nur auf dem Land, wie beispielsweise hier am Niederrhein, ganz in der Nähe, wo Per Jongeling herkommt, sondern sicherlich auch in großen Städten, sei es Köln oder Berlin oder Brüssel, wo Per Jongeling jetzt lebt und arbeitet, in der Comic-Hauptstadt Europas. Und um diesen Comic-Hauptstadt würdigen und sicherlich preiswürdigen Comic von Per Jongeling geht es. Hattest du eigentlich schon die Operation? Mit diesem Titel ist schon angedeutet und ist schon ziemlich viel klar von dem, worum es in diesem Buch geht, nämlich Fragen von Menschen an Transpersonen, die ganz unterschiedlich ankommen und ganz unterschiedlich aufgefasst werden. Sei es Menschen, die vielleicht zu wenig fragen in Situationen, in denen mehr angebracht wäre, um die Situation vielleicht zu vereinfachen. Oder auf der anderen Seite Menschen, die zu viel fragen, die übergriffig oder grenzüberschreitend werden und wie unterschiedlich Transpersonen damit umgehen. Sei es, dass es ihnen zu viel ist oder gerade zu wenig. Das zeigt eben dieses Buch mit fiktiven Hauptcharakteren, die wahre Geschichten erzählen. Geschichten, die Per Jongeling meisterhaft gezeichnet und aufgeschrieben hat. Geschichten aus dem eigenen Erleben, Geschichten aus dem Erleben von ganz unterschiedlichen Transpersonen. Und es sind Geschichten, die eben sehr zugänglich, sehr positiv, sehr zugewandt erzählt werden. Natürlich gibt es auch die tragischen, die in Anführungszeichen schlimmen, die traumatischen, die ganz unterschiedlichen Coming-out-Geschichten, und die sind auch wichtig. Das sagt auch Per Jongeling in einem Interview, das wir mal geführt haben. Aber diese hier
diese zugänglichen Geschichten, die braucht es eben auch und die sind sehr, sehr anschlussfähig. Neben dem Vorwort, in dem Per Jongeling eben genau darauf eingeht, dass es Geschichten ganz unterschiedlicher Personen im Umfeld eben sind, folgt eine kleine Begriffsübersicht, die auch für Menschen hilfreich ist, die schon stärker in diesen Themen, in queeren Themen, in Trans-Themen drin sind. Da werden Begriffe erklärt, beispielsweise Parsing. Da kann ich auch, wenn ich mit Trans-Begriffen schon in Kontakt bin, auch noch mal kurz nachschauen, was bedeutet das nochmal, warum ist dieser Begriff so schwierig, wenn es um Menschen geht, die als ihr angestrebtes Geschlecht durchgehen, die wie ihr angestrebtes Geschlecht wahrgenommen werden, was eben deshalb schwierig ist, weil impliziert wird, dass sie nur so aussehen und eben nicht so sind, wie sie sich fühlen. All dies auch auf eine sehr zugängliche Art erklärt und dann eben viele Geschichten in einem sehr, sehr zugänglichen Stil, mit einem schönen Strich, mit tollen Farben, die auch toll gedruckt sind auf schönem Papier. Und genau deshalb lohnt es sich auch, dieses Buch, das im Jaja Verlag in Berlin erschienen ist, unbedingt auf Papier als Buch zu kaufen und zu lesen. Da ist sich die Jury sicherlich einig, so einig wie bei kaum einem anderen Buch. Und deshalb ist es ein preiswürdiger, bester Kurzcomic für den Ginkgo Award 2021. Okay, und damit kommen wir zur 4. und letzten Kategorie des Ginkgo Awards 2021, bester Langcomic. Nominiert sind Bei mir zu Hause von Paulina Stulin, Das Unbehagen des guten Menschen von Noel Krüger, Die letzten 23 Tage der Plüm von Katharina Greve, Gegen mein Gewissen von Hannah Brinkmann, Lebenslinien von Birgit Weil, Über Spanien lacht die Sonne von Katharina Klingner und Unfollow von Lukas Jüliger. Und gewonnen hat in der Kategorie Bester Langcomic 2021 Katharina Klingner mit Über Spanien lacht die Sonne. Na, hallo, herzlichen Glückwunsch. Hi, ich versuche seit einer Woche euch ein Reaction-Video zu machen und habe schlaflose Nächte deswegen. Es ist einfach irgendwie nicht so mein Ding, aber ich freue mich wirklich sehr über diesen Preis und ja, es macht mich wirklich glücklich, dass noch was mit dem Buch passiert, weil es ja jetzt auch schon wieder so lange her ist und eigentlich fast vom Tag 1 an war ich im Lockdown und habe keine Veranstaltung gemacht mit dem Buch und so weiter. Und vielen Dank für den Preis, vielen Dank auch an meinen Verlag und vor allem auch an meine Familie, die das alles immer so ordentlich mitmacht. Ich wünsche euch alles Gute und ich wäre gern bei euch in Berlin, bin ich aber leider nicht. Tschüss. In Katrin Klingners Langcomic Über Spanien lacht die Sonne prallen Welten aufeinander. Auf der einen Seite begleiten wir Protagonistin Kitty in ihrem Büroalltag. Diese Szenen zeigen eine gepflegte Unternehmenskultur. Höflich, distanziert und klar durchstrukturiert. Die neuen Kollegen und Kolleginnen sind freundlich, sie haben lustige Spitznamen und kleine Insiderwitze. Zur Mittagspause wird Essen bestellt, am Freitag geht man gemeinsam aus. Es ist ein normaler 9-to-5-Job. Doch wenn wir Kitty dann bei der Arbeit zuschauen, tauchen wir in eine ganz andere Welt ein. Denn Kitty moderiert Internetkommentare und entscheidet, was freigeschaltet oder gelöscht wird. Die Kommentare sind geprägt von rechtem Gedankengut und verbaler Gewalt. Verbale Gewalt, mit der sowohl Kitty als auch die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ständig konfrontiert werden. Verbale Gewalt, mit der wir uns als Leser und Leserinnen auseinandersetzen müssen. Insbesondere, da die meisten Sprüche nicht unbekannt sein sollten. Denn sie sind bereits Teil unseres digitalen Alltags. Wie auch Kitty leben wir in einer Welt, in der einerseits alles normal ist und andererseits Hassparolen ungeniert in den Äther geblasen werden. Sie sind Teil der Routine geworden. Es wurden Protokolle eingerichtet, um mit ihnen umzugehen. Es gibt Personal, das sich darum kümmert. Aus diesem Kontrast entfaltet der Comic still und leise seine schlagkräftige Wirkung. Ein brandaktuelles Thema,
Erzählt in schlichter Schwarz-Weiß-Strichführung und mit überzeugenden Figuren. Für uns als Jury ganz klar der Gewinner in der Kategorie Bester Langcomic. Ja Mensch, herzlichen Glückwunsch an alle GewinnerInnen nochmal des heutigen Tages. Ihr habt jeweils 300 € gewonnen. Diese 300 € sowie auch die kleineren 150 € für die Herzenscomics sind komplett aus Spenden finanziert, die die Community an uns gegeben hat und wir geben sie an euch zurück. Und wenn ihr das weitermachen wollt, wenn ihr den Ginkgo am Leben erhalten wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf ginkgo-award.de guckt, wie ihr eine Fördermitgliedschaft abschließt. Da könnt ihr nämlich dann auch weiterhin spenden. Aber auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die ihre Comics aus 2020 eingereicht haben. Wenn ihr jetzt nicht unter der GewinnerInnen wart, seid nicht traurig. Macht weiter und vielleicht seid ihr dann nächstes Jahr dabei. Denn ihr könnt natürlich auch dann wieder eure Comics aus dem Jahr 2021 einreichen. Und vielleicht, wer weiß, seid ihr dann nächstes Jahr unter den GewinnerInnen. Jetzt schon mal toi 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 und ja, macht weiter. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder zahlreich einreichen würdet. Ja Mensch, das war's jetzt schon wieder für den Ginkgo Award 2021. Vielen Dank fürs Zuschauen, Einschalten, Mitfiebern und Comics interessiert sein. Ist das so ein Wort? Sagt man das so? Ich sag das einfach so, weil ich es kann und ich das Mikro in der Hand halte. Haha, auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß. Checkt die GewinnerInnen-Comics aus und auch die Nominierten und überhaupt lest ganz viele Comics, damit das Comics-Thema in Deutschland weiter nach vorne geht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder oder auf einem der Festivals, Conventions oder was auch immer, vielleicht im Comicladen um die Ecke. Bis dahin, macht's gut und tschüss! Und nun noch die Comic-Vorhersage für das Jahr 2021. Heiter bis sonnig, viele Comics, viel Spaß, manchmal was Lustiges, aber auch Ernstes dabei. In den Comic-Tagesthemen haben meine Kolleginnen heute für Sie Folgendes. Manga oder Comic, Ost oder West, gehört das zusammen oder muss es getrennt werden? Und Comicförderung in Deutschland, braucht Berlin ein eigenes Zentrum? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.